Hallo Leute und willkommen zur vielleicht letzten Folge oder zum Finale von The Park. Es könnte wirklich schon das Ende sein von unserem Horrortrip. Eine kurze Auszeit in unserem Haus. Was haben wir hier denn? A shocking true story. Hunger. The true story of the Donors. Hat das was mit den Notizen zu tun? On April 16, 1846, a group of Confederate wagons began the 2,500-mile journey to California. Just 8 months later, they found themselves stranded in the Sierra Nevada mountains with very little to bite or sup. It was to become one of the greatest tragedies of westward migrations that the world had ever seen. Now our panel of donor experts have uncovered accompanying evidence that the families were forced to resort to cannibalism in order to survive the terrible winter. In this never before seen exposed read about how the donor children were forced to eat their brothers and sisters in order to survive. All here on the page of this shocking true story. Family Drive. Interessant, wenn es das auch echt gibt, aber glaube ich immer weniger. Hier liegt bestimmt immer Keller und seine Mütze. Denke ich mal. Hängen wir die wieder hin. Oh man. Mom and me in car. Was ist das Schwarze dahinter? Eine Anspielung auf den Schwan? Den Gestrandeten? Dann gab es ja an der Seite einen Bank und an der Seite lag so ein kaputter Schwan. Eine Anspielung? I love you from Callum. Ach, süß. Du schon wieder. Du gehörst also auch zu Callums Bande. Sonst noch was? Noch ein Buch. The Wilting. Susan Anscope. Wenn ich die Bücher sehe, hole ich mir die. With this novel, Susan Anscope summons her place as one of the most important science fiction writers of a generation. The Wilting. A solar flare has struck the Earth. Millions of people are uprooted from their homes. A young meteorologist searches desperately for a way to stop global overheating. And one exotic dancer named Chance O'Hara is in the key to saving the world. Again, dynamic, exciting bomb is this. Everything we've come to expect from an Anscope novel. Chance O'Hara is back and you'd better believe that she is bigger, better and bolder than ever. Wenn es die gibt und dann auch auf Deutsch. Respekt. Oder man macht jetzt einen Novel oder einen Roman davon, weil die jetzt hier vorkam. Das wäre auch cool. Read Shopping List. Milk, Cheese, Bread, Butter, Corn, Potatoes, Apples, Fish Sticks. Ja, so normal. Fish Sticks, das sind... Ey, jetzt habe ich ernsthaft den Namen... Fischstäbchen. Ja, passt schon eigentlich. Remember, drop off Callum, Electricity Bill, fix Faucet. Drop off Callum. Wahrscheinlich Callum zum Park bringen, dann das mit der Leitung besprechen und sowas. Also wegen der Elektrizität. Sieht nicht gerade schön aus. So ein Ding. Wozu brauchen wir das? Um das hier zu reparieren, ne? Ja. Mach doch aus. Doch nicht. Sieht schon richtig runtergekommen aus. Was haben wir im Kühlschrank? Hähnchen, Wein, Wasser, Äpfel, Kartoffeln, Dosenfutter. Mach wieder zu. Können wir nicht rein? Ist vielleicht auch besser so. Geht auch nicht, aber irgendwie klar. Ein Letter.
Lorraine, I revived your letter and I am quite surprised. You ran off with your father all of those years ago, the spirit of the edge of the map, and then when I finally tracked you down, refused to answer in one of my letters. And now you write to me asking for help. I have another family now and another life. Your father was a horrible man, and I regret the years that I wasted with him. I loved you, I truly did, but every year you grew more and more like him. You were his girl, never really mine. Still, I would have fought for custody if you hadn't run away with him. It broke my heart, but I needed to go on living. I can't let you back into my life without picking open old wounds. I'm sorry, Lorraine, but I just can't do it. Maybe one day it will be easier and I can meet Callum, but not yet. I'm not ready to forgive you. Please don't contact me again. Karen. Also ich bin immer mehr wie mein Vater und der war auch nicht gerade nett. Don hat das Kind gemacht und dann ist er gestorben und dann haben wir anscheinend einen neuen Mann getroffen, den wir heißen ja glaube ich Lorraine und der heißt Karen und der hat den Namen Callum gegeben. Verwirrend. Dachte er, das wäre sein Kind? Nee, kann ja nicht sein. Das war ein bisschen unlogisch. Ach, das Spielzeug, ja, das kenne ich sogar. Noch was? Ach, noch ein Brief. Dunwich Emergency Services. Miss Maylord, das ist anscheinend unser Nachname. Lorraine Maylord. As we agreed in your meeting today, we consider you fully recovered from your illness. This letter is official notification that you are considered sound of mind and body and may return to work at any time. Please note that you should discontinue any medications that you have been using and dispose of any remaining medicines. If you feel at any time that you are suffering a relapse, then please make contact with your local physician immediately. We wish you continued good health. Dr. Spencer, Dunwich Medical. Dr. Spencer. Dunwich Emergency. Was sollen mir die ganzen Sachen sagen? Bin ich noch krank oder wie? Komm, der Poltergeist. Ah. Na, gehen. Ich bin ein bisschen müde. Komm, Poltergeist. 1, 2, 3, Beschwörung. Na gut. Gucken wir uns einen Film an. Film. Okay, dann nicht. Sieht aus wie Schule. Kurz vor 21 Uhr. Wahrscheinlich abends. Hab ich das gelesen? Ja, hab ich. Sieht aus wie ein Arbeitszimmer. Wie viele Notizen jetzt hier sind. Miss Mallard. Our inquiry into the estate of Mr. Donald Williams has been completed. We regret to inform you that the primary beneficiation of his estate, including the life insurance settlement for accidental death, were listed as Rose Williams and Richard Williams of New York State. The deceased parents. Our agency made contact with Mr. and Mrs. Williams and explained your situation, especially as regards the birth of Daniel's son, Callum. Don. Also hieß er Donald. Ronald McDonald. Unfortunately, they were not receptive to our overtures and they specified that without one legal proof of a biological relationship they consider you ineligible to receive any of the monies from Donald's estate. They have asked that we no longer contact them regarding this matter. I understand that this may have a negative impact on your current financial situation and I hope that I am not being too forward when I enclose the bill
for our services with this letter. Sincerely, Edward Stampinchen, Attorney. Okay. Ich hat gerade jemand zu einer Party eingeladen. Oh, was ist mit der Headset los? Aber ich kann ja gerade nicht annehmen mitten in der Aufnahme. Öffnen wir die Tür. Maulwurf-Effekt. Wir leben das nochmal. Aber jetzt gehen wir schneller. Jetzt haben wir ja alles gesehen. What? Deren Kopf ist ab. Das Buch hat sich auch nicht geändert. Die Pillen. Die bekamen wir aber erst, als sich schon was geändert hat. Also waren wir durchgehend auf dem Drogentrip oder wie? Lorraine, things aren't right between us in the moment. I know I want to try and explain it. I think it's because I am so far from home and I am working so hard every day, working in the park. It gets worse, like spring inside my mind. Whining tighter and tighter and tighter. When we go for drinks after work, it's get a little better. The guy reacts and we lock and we're good people again. I don't want to come home to you without being in my right mind. But when this job is done, we need to get out of this place. We need to go back to the city where I don't feel like this anymore. I know you, Donald. P.S. I was thinking about names for boys and girls. I like Callum for a boy. And Emma if it's a girl. Das verwirrt mich immer mehr. Nichts geändert. Nochmal die Pillen. Das Radio. Hier nochmal das Buch. Was ist das? Also, wenn man den Würfel hier komplett würfelt, ergibt das einen Satz oder ein Wort. Sehr interessant. Callum. Leave me alone. Read Shopping List. Dasselbe. Nee. Soul of Prescription. Take the pills. Follow up with Dr. Spencer. Organizes Babysitter for Callum. Tage ändern sich. Das Ding ist weg. Kühlschrank ist was Neues. Die verrotten langsam. Der Wein scheint noch gut zu sein. Ich glaube 2 Weine und ein bisschen verrottetes Essen. Okay, mein Timer. Ich werde das jetzt noch weiter erforschen. Es wird langsam wirklich interessant. I didn't run away, Dad took me. Was? Ihr Vater hat sie genommen. Das klingt langsam unheimlich. Tinte.
Thank you, William. The new watch is very nice. It has made me happen. Carrot.